Hi Leute, willkommen zu Drangel Bau. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute geht es mal weiter und zwar, beim letzten Mal haben wir ja die Hörner geschäumt. Ja, könnt ihr euch ja noch daran erinnern. Ja. Die hatte ich eigentlich schon fertig gepinselt, aber der ein oder andere glaubt also ja nicht, dass das keine echten sind. Also mache ich jetzt einfach mal ein Video dazu. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Das Ganze, das ist eigentlich relativ simpel. Farblich hauptsächlich weiß, ein bisschen braun und noch ein bisschen wenig schwarz. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Das ist jetzt ganz normales Flexipaint transparent. Ja. Da habe ich dann weiße Acrylfarbe reingemacht und trage dann erstmal bei dem Teil ein paar Schichten auf. Ja, das Ganze, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Ja, das weiß, dann machen wir dann einige Schichten drauf. Und dann fangen wir mit der richtigen Farbe an. So, das hängen wir mal hier so auf Seite. Die Schichten weiß, die sind jetzt drauf. Jetzt brauche ich aber allerdings noch irgendwas zum Umrühren, Leute. Ich habe schon wieder nichts zum Umrühren. Dann haben wir noch ein paar alte Pinsel. Also ja, einige alte Pinsel. Die nehme ich immer mal wieder gerne, wenn sie dann total versifft sind. Und durch immer die Stängel nehme ich dann immer zum Umrühren. Ups, also ein bisschen. So. Wie gesagt, weiß habe ich jetzt ein paar Schichten drauf. Den Schaumstoff, den habe ich hier extra nicht, dass der glatt ist. Weil das finde ich ganz nachher hübsch. Wer die Bilder vielleicht schon gesehen hat, der weiß, wie das dann nachher aussieht. Aber das will ich noch nicht so viel verraten. Weil eigentlich, ich zeige euch mal, musste ich da ein bisschen improvisieren, weil eigentlich ist ja nicht die ganze Länge, aber eigentlich ist das Horn ja hier innen hohl. Man musste ich halt hier ein bisschen improvisieren bei dem Teil. Ne? So, warte mal auf Seite. Jetzt habe ich mir hier zwei oder so von den Latexflaschen ein paar Böden, die ich mehr oder weniger sauber habe. Kennt mich ja. So. Dann fangen wir mal an mit der Farbe. Weiß, wie gesagt, ist die Grundfarbe. Jetzt nehmen wir hier wieder Flexipaint, das transparente. Dann nehme ich das dunkle Braun, weil ich auch für mein Holz nehme. Das hat gut geklappt. Ja, jetzt mal gucken, hoffentlich ist die Flasche nicht schon leer. Jetzt hatte ich nämlich schon ein bisschen Problem. Ja, wie gesagt, hier nur so ein Klecks, ne? Muss nicht viel sein. Das Ganze dann gut verrühren. So. Dann nehmen wir uns wieder einen Schwamm. Da habe ich mal wieder ein paar vorbereitet. Das kann man gleich wieder zum Umrühren nehmen. Beziehungsweise brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber das seht ihr ja gleich. So. So. Dann gehe ich hin und mache das ganze Horn was bräunlich. Allerdings müsst ihr gucken. Das hier war schon ein bisschen viel. Macht es nicht zu dick drauf. Ja, dass so das Weiß noch ein bisschen durchkommt. Immer so ein bisschen noch hier, wo nicht so viel Farbe drauf ist. So. Ihr seht, so wirklich viel braucht er da nicht. Ja. Muss auch nicht ganz deckend sein, damit das Weiß überall noch so ein bisschen durchkommt. So wegen Knochenoptik. Ne? Das ist eigentlich relativ simpel. Also
Können wir natürlich auch mit anderen Farben machen. Das Horn war das als Original, das ist ja so ein bisschen mehr grau. Da kann man natürlich auch mit Grautönen arbeiten, wenn man das will. Aber das liegt dann dran, was euch am besten gefällt. Ja, ihr seht, das ist nicht so ganz deckend überall. Aber das ist gerade so, was das Horn nachher hübsch macht. Aber das seht ihr ja dann. Ja? So. Hängen auf Seite. Machen wir das bei dem hier auch noch. Das hier, das tun wir erstmal auf Seite. Da mache ich jetzt den anderen Deckel was drauf. Dann trocknet das nämlich nicht so schnell ein. Das ist auch nicht schlecht, so als kleiner Tipp, ne, wenn er nicht so viel Farbe braucht. Natürlich nach ein paar Tagen ist das auch reingetrocknet, zumal ich hier an der Seite so eine Lücke habe. Was ihr natürlich auch machen könnt, damit es nicht so schnell eintrocknet. Ihr geht einfach mit dem Schwamm hin, mit dem Pinsel hin und macht noch ein bisschen Wasser mehr rein, dass das ein bisschen dünnflüssiger wird. Dann dauert das nämlich auch ein bisschen länger, bis es dann eingetrocknet ist. Also das jetzt nur so als kleiner Tipp. Das ist aber wie gesagt nur für kleinere Sachen. Wenn ihr was Größeres habt, macht das am besten irgendwie eine Dose rein. Das ist praktisch. So, das Braun habe ich jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Nicht allzu lange, das geht bei den momentanen Außentemperaturen. Gut, hier im Keller ist es ein bisschen kühler. Trocknet aber relativ schnell. So, auf jeden Fall so, dass ich es schon anfassen kann. Jetzt gehe ich mit dem Braun, da tupfe ich jetzt hier ein bisschen rüber. Nicht ganz wieder flächendeckend, dass wieder das Weiß überall noch so stellenweise mal ein bisschen durchkommt. Ich finde, das sieht dann für Knochen sieht das schon okay aus. So. Und dann halt wieder den Rest nochmal bürsten. Immer so. Nicht so viel Farbe, also immer gucken, dass eigentlich relativ wenig ist. Dann müsst ihr nicht so viel wegwischen. Und dann so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wenn ein paar Stellen was dicker ist, ist schön. Und ein paar Stellen was weniger. Das gibt dann halt mehr Konturen. Ja, so sieht das aus. Machen wir hier auch noch. An der Stelle muss ich mal ein bisschen gucken. Sonst habe ich mir immer nämlich die ganzen Finger eingebraunt. Das sieht immer aus, als wenn ich so ein bisschen, naja, ihr wisst schon, wo drin rumgewühlt habe. Ich will das jetzt nicht aussprechen, sonst wird das Video nachher noch gesperrt oder so. Wegen nicht jugendfreien Kommentaren. So. Ja, so sieht das jetzt aus. Machen wir bei dem anderen auch noch. Aber wie ihr seht, das trocknet wirklich verdammt schnell. Vor allen Dingen, wenn dann schon ein paar Schichten drauf sind, das ist wie beim Latex eigentlich. Also so einen riesen Unterschied sehe ich da eigentlich nicht so wirklich von der Verarbeitung, außer dass ich immer noch ein bisschen schon mal was Wasser dazu tue zur Verdünnung. Dann ist das nämlich angenehmer zum Verpinseln. Ja. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, immer erstmal ein bisschen weniger, dann kann man immer noch mal was nach. So. So, jetzt haben wir das hier auch. Das lassen wir dann auch trocknen. So, das Braun ist jetzt so ziemlich, denke ich mal, soweit. Dann gehen wir jetzt hin. Dann nehmen wir wieder Behältnis. Dann nehme ich diesmal das schwarze Flexi-Paint. Davon brauchen wir nicht wirklich so viel. Also einen kleinen Klecks eigentlich nur.
Wenn er natürlich mehr Sachen macht, dann natürlich ein bisschen mehr. Dafür brauchen wir wieder einen Schwamm. Und diesmal brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Das Ganze werden wir jetzt nämlich hier mit Wasser. Ja, toll, jetzt habe ich noch ein bisschen Braun mit drin. Das war jetzt nicht so geplant, aber das könnte natürlich auch wieder eine interessante Farbgebung abgeben. Hoffe ich. Jetzt hat das Schwarz einen leichten, ich sag jetzt mal, Braunstich gekriegt. Das war jetzt nicht unbedingt so geplant, aber mal schauen, was dabei rauskommt. So, dann nehmen wir das Ganze hier. Ja, ein bisschen hätte ich noch trocknen lassen können, aber wir gucken jetzt einfach mal. Am besten dann wieder was runterrubbeln. Ja, also hier abtupfen, dass das Schwarz nicht so dick wird. Weil damit wollen wir eigentlich nur das Horn so ein bisschen, ich sag jetzt mal, altern lassen. Macht er dann auch wieder nur überall so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja, dass das alles noch so ein bisschen interessanter dann aussieht, als wenn er alles so in einem Ton durchgemacht hat. So. Also man kann schon sehen, das sieht ja nicht mal so übel aus. Kann man mit arbeiten. Wie ihr seht, das sind eigentlich nur weiß, braun und ein bisschen schwarz. Was man für so einen, ich sag jetzt mal, ein bisschen Hornlook braucht. Kann man natürlich dann auch noch, wie gesagt, mit anderen Farben machen, je nachdem, was einem besser gefällt. So, das Stück, das lassen wir jetzt erstmal noch, weil das lassen wir noch trocknen. Und dann machen wir dann wieder den Rest von dem Horn. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, immer so ein bisschen noch von dem Weiß lasse ich dann durch, dass das so ein bisschen aussieht, als wenn da der Knochen noch ein bisschen so irgendwie abgeschabt wurde oder sowas. Ich finde, dann sieht das etwas interessanter aus. So, dann nehmen wir das andere schon mal wieder. In der Zwischenzeit können wir das schon mal wieder antrocknen lassen. Wie gesagt, das geht eigentlich ratzfatz, weil das ja so dünn drauf ist, das Schwarz. Das ist ja so gut wie gar nicht. So. Das Schwarz, das tue ich jetzt hier so drauf. Und dann wieder bürsten. Sollte mal irgendwo was mehr drauf sein, entweder wischt das halt weg oder ihr lasst es halt, da das halt ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen dreckiger aussieht. Ne? Kann man natürlich auch machen, aber wie gesagt, das liegt dann an euch. So, so sehen die jetzt erstmal aus. Hier oben kann man noch ein bisschen, obwohl das könnte man auch so lassen, weil dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn das abgebrochen ist. Aber ne, machen wir noch ein bisschen dicker drauf. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das lassen wir jetzt trocknen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen dann mit dem Topcoat. Nehmen wir das andere auch noch.
lassen wir jetzt aber ein bisschen länger trocknen. Ja, jetzt haben wir wieder viel zu viel braun und schwarz. Ich hätte besser noch ein paar Hörner mehr gemacht. Also ja, werde ich sowieso wahrscheinlich die Tage noch machen. Beziehungsweise bin schon dabei, aber nicht weiter verraten. So, die Farbe ist jetzt soweit trocken. Ja. Dann werden wir jetzt mal den Klarlack drauf, den Topcoat. Dafür am besten immer den Matte nehmen. Das glänzt dann nicht so stark nachher. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Hörner soweit fertig habe. Der Topcoat, der ist jetzt trocken. So sehen die Dinger jetzt aus. Bei denen habe ich jetzt ein bisschen mehr dunkles Braun genommen gehabt. Ich habe hier auch noch ein paar andere, die hatte ich schon früher gemacht. Ne? Nur damit ihr mal so seht, weil der eine oder andere hat echt nicht geglaubt, dass das echte sind oder beziehungsweise geschäumte. Ne? Die hier sind ein bisschen heller geworden, wie hier die zwei aus dem Video selber. Aber das liegt halt daran, je nachdem wie ihr die haben wollt, macht er halt mehr braun, weniger braun oder grau. Ne? Wie ihr seht hier, das ist ja schon ein bisschen heller wie das. Aber wie ihr seht, ne? Ja. Nur damit er dann nicht meint, dass das echte wären. Und ich lege hier einfach so ein paar echte hin und erzähle euch da irgendwas. Ne? So, reicht auch. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ne? Ja, wie ihr gesehen habt, so sehen die Dinger dann aus. Ne? Kann man da noch hin und her knuffen, wie man will. Das Stechen geht auch nicht. Das war jetzt quasi mal, damit ihr seht, was man mit ein bisschen Farbe aus so geschäumten Sachen machen kann. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Likes, Abos. Denkt dran, Leute, sind immer noch viel zu viele da, die meine Videos gucken und nicht abonnieren, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Abo nicht vergessen und am besten auch noch die Glocke, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Die nächsten Videos werde ich dann noch mal wieder eine Waffe bauen. Ich wollte nur halt mal wieder ein bisschen was anderes machen. Aber ich denke mal, das Thema mit den Hörnern und dem Schäumen war bestimmt auch ganz interessant. Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Pfingstwochenende. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende bei einem meiner nächsten Projekte. Alles Gute, wir sehen uns.